Moin moin Leute, ich bin LittleConfusedBrain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem nächtlichen kleinen Horrorspielchen. Ihr könnt es hier jetzt sehen, ich bin nicht zu Hause in meiner Umgebung, sondern ich bin mal wieder auf der Reise quasi. Hell yeah! Und deswegen klingt der Sound eventuell nicht ganz perfekt, es ist eventuell nicht perfekt ausgeleuchtet, ich bin sogar recht dunkel eigentlich, was vielleicht zu dem Horrorgame ganz gut passt, denn wir schauen uns heute The Boogie Man an. Ein Spielchen, was, wenn ihr The Crooked Man in diese RPG-Maker-Horror-Reihe geht, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ihr habt es auch schon öfter angefragt und ich wollte es jetzt unbedingt spielen, weil ich mich unfassbar freue, mal wieder ein RPG-Maker-Spiel, Horror-Game zu spielen. This is a horror game. It contains scares and grotesque content, so refrain from playing if you feel you can't handle it. Please adhere to the following rules to prevent trouble. Bum, de bum, de bum, de bum. Man soll nicht die Endcredits rausschneiden, man soll sich die Seite von dem Autor angucken von dem Spiel, falls es irgendwelche Probleme gibt. Und dieses Spiel wurde nämlich von Uri gemacht. U-R-I. Der hat dieses Spiel gemacht, um das mal am Anfang direkt zu sagen. Er hat zum Beispiel auch eben The Crooked Man gemacht. Und jetzt geht's weiter mit The Boogie Man. Your phone's ringing. Mit Voice Acting. Das ist neu. Holy shit. Dein Telefon klingelt. Are you asleep? Bist du am Schlafen? Das ist aber echt neu. Voice Acting, Freunde. No. I was just thinking. Nein, ich habe nur nachgedacht. About what, sir? Worüber, Sir? How's the suspect doing? Wie geht's dem Suspect? Still not out yet. It's been 3 hours, so I'm sure he'll be here soon. But man... Er ist immer noch nicht hier. Es sind jetzt 3 Stunden rum. Really not gonna answer? Wirst du wirklich nicht rangehen? Ihr könnt übrigens jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Soweit ich gesehen habe, gibt es auch eine Version, die nicht synchronisiert ist. Und ich übersetze euch das ja immer, weil tatsächlich viele Leute von euch ja Englisch nicht ganz gut können. Dementsprechend, bevor das jetzt in die Kommentare kommt, ich übersetze das immer für die Leute, die jetzt immer geschrieben haben, hey, kannst du es nicht übersetzen, weil mein Englisch ist nicht ganz so gut. Dementsprechend, ob ihr das jetzt mit dem Voice Acting vorher haben wollt und dann mit meiner Übersetzung oder komplett ohne Voice Acting und nur mit meiner Übersetzung, könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt natürlich auch jetzt schon in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch freut, dass es endlich mal wieder RPG-Maker-Games gibt. Because I'm pretty hyped. So, wirst du wirklich nicht rangehen? I'll call back later. Ich werde ihn später zurückrufen. Man, Keith, do you ever answer your calls? Anderson was groaning about it, you know. Wondering what's even the point in calling you. Mann, Keith, gehst du überhaupt an deine Anrufe ran? Anderson hat sich ganz schön darüber beschwert, dass es nicht tut. Er hat sich gewundert, ob es überhaupt irgendwas bringt, dich anzurufen. Ah, sir, he's coming out. Oh, Sir, er kommt raus. Uh-oh. Oh. What? Was? He's got a woman behind him. I think she came in after. You think she's with him? Er hat eine Frau hinter sich. Ich glaube, sie ist nach ihm rausgekommen. Meinst du, die sind This isn't zusammen? good. Won't be able to arrest a guy like this. Das ist nicht gut. So werden wir den Typen nicht in den Knast bringen können. Verhaften Let's können. go. Tell Squad B and C. We'll get him in that alley up ahead. Okay. Sag Squad B und C Bescheid. Wir werden ihn da vorne in der Hold on a second, sir. She might be a civilian. We should really wait until he's alone. Warte eine Sekunde, Sir. Sie könnte einfach ein Ziviler sein. Wir sollten wirklich warten, bis er Are alleine you going to ist. take responsibility if he kills her? Und du wirst damit klarkommen, wenn er sie umbringt? Come on. Komm schon. Alright. Spooky Movie. War das ein Schuss? Das klang nach einem Schuss. Police tyranny strikes again. The cold, ruthless detective shoots down yet another criminal. Civilian woman forever traumatized. Zum einen, der Typ heißt Dick, was ich sehr witzig finde, und er liest eine Schlagzeile vor. Polizeityrann schlägt erneut zu. Der kalte, nicht nachdenkende Detektiv schießt einen anderen Kriminellen runter. Zivile Frau wird für immer traumatisiert. We tried to ask Keith Baring, the detective responsible, to shed us some more light. But he stood at the station entrance, smoking a cigarette, and told us this. Wir haben versucht, Keith Baring, den Detektiv, der dafür verantwortlich ist, zu fragen und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, aber er war nur am Eingang, hat eine Zigarette geraucht und The Folgendes visitor's gesagt. entrance is that way. Der Eingang für die Besucher ist da drüben. Oh. Seems that he sees truth seekers like us as unwanted guests.
Es sieht so aus, dass er Wahrheitssuchende wie uns als ungebetene Gäste sieht. Well, what do you know? Doesn't say a word about the criminal, nor that the woman was a prostitute, or how we took some injuries of our own in the gunfight. Naja, was weiß ich schon. Es sagt nicht ein Wort darüber, über den Kriminellen. Es sagt auch nichts darüber, dass die Frau eine Prostituierte war oder dass wir eben auch Verletzungen mit uns getragen haben in diesem Feuergefecht. Reporters, am I right? Journalisten, ne? I can read gossip myself. I don't need you reading it out loud. Ich kann den Gossip selber lesen, ich brauche nicht, dass du es vorliest. Keith, you're a real hit with these guys. This is the 4th article by my count. I'm jealous. Keith, du bist echt ein ziemlich krasser Typ bei den Leuten hier. Ein kleines Sternchen beinahe. Das ist jetzt der 4. Artikel, den ich über dich lese, wenn ich richtig gezählt habe. Ich bin ganz schön neidisch. Just tell me what you called me in for. Sag mir einfach nur, warum du mich angerufen hast. I've got good news. I'm giving you a vacation. A month, in fact. Ich habe gute Nachrichten. Ich gebe dir einen kleinen Urlaub. Einen Monat, um genau zu sein. Not a chance. This is no time to rest. There's too much I need to do. Auf gar keinen Fall. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Das ist eine Menge, die das noch alles tun muss. You've got a good lackey, right? Leave it to him. And stretch your wings a bit. Du hast doch einen guten Kollegen, oder? Überlass ihm das und breite deine Flügel Dick, ein wenig I'm aus. telling you, there's no way. Dick, ich sag's dir jetzt nur einmal, ist auf gar keinen Fall. I'm ordering you as your superior. If you don't want to travel, consider it house arrest instead. Ich sag es dir als die Person über dir. Wenn du jetzt nicht reisen willst, dann gebe ich dir quasi Hausarrest. You aren't fit to bear the brunt of the media. I can handle the rest real well. So, go on, take a break from the crime scene. Du kommst nicht damit klar mit dem ganzen insbrünstigen Mediengeschwafel. Den Rest, den krieg ich schon alleine hin. Also, beruhig dich einfach mal. Hey, but I didn't say you have to twiddle your thumbs at home for a month, right? Here's a little present. Aber ich habe nicht gesagt, dass du einfach zu Hause Daumen drehen musst. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. There's this old castle they're promoting as a tourist spot. There's a sort of test run tour 2 weeks from now. Es gibt eine alte Burg, die als Touristenspot ausgestrahlt wird. Und da sind jetzt momentan so ein paar Testruns in 2 Wochen. Truth is, me and the wife were gonna go, but I say you do it. How many years has it been for you two? Helena will be ecstatic. Die Wahrheit ist, ich und meine Frau wollten da hingehen. Aber wie soll ich sagen, ich glaube, ihr beide solltet das tun. Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon zusammen? Helena wird sehr voller Ekstase sein. Now, put down the gun and the notebook. We'll need them on vacation, Jetzt leg right? deine Waffe und dein Notizbuch nieder. Du brauchst sie, glaube ich, nicht in deinem Urlaub. Go Alright. home for today. You can hand over your work tomorrow. Geh jetzt erstmal nach Hause. Morgen kannst du deine Arbeit rüberbringen. Sehr interessanter Einstieg auf jeden Fall schon mal. Eine Sache nur. Enough of the blaring music. You can hear it in the hallway. Hör auf mit der Scheißmusik. Die kannst du sogar im Flur hören. Großartig. Schön, dass er das nochmal sagt. Welcome home. How was work? Willkommen zu Hause. Wie war die Arbeit? Same as usual. Wie immer. You look tired. Are you Du siehst alright? ganz schön müde aus. Geht's dir wirklich gut? I'm fine. Mir geht's super. Oh yes, I get a fantastic present from Mr. Anderson's wife. Oh ja, ich habe ein fantastisches Geschenk bekommen von Mr. Andersons Frau. Ah, die Look Tickets. at these, honey. They're invitations. A 3-day stay at an old castle. Won't Schau that die be mal an, Schatz. wonderful? Wir haben Einladungen bekommen für eine Tour. 3 Tage sollen wir in dieser Burg hier leben. Wäre das nicht Dick wunderschön? already told me. Gave me some time off for it too. Dick hat mir das schon gesagt. Der hat mir auch ein bisschen Urlaubszeit dafür gegeben. Well, if you aren't too tired, I'd like to go myself. What do Ja, you wenn think? du nicht so müde bist, dann würde ich da gerne hingehen. Was meinst If du? you're going, then I'm going. I'll tell our travel agent. Wenn du gehst, dann gehe ich auch. Ich werde es unserem Spezi sagen. Thanks, honey. I can't wait. Danke, ich kann gar nicht mehr warten. I've got some work to take care of. Go to bed without me. Night. Ich muss noch ein bisschen Arbeit erledigen. Geh ins Bett ohne mich. Gute Nacht. Die hat frisch Good gekocht, night. Mann. Gute Nacht. Weil der verhält sich ja total entspannt. Und Helena freut sich da mit Sicherheit sehr drüber. Alright, wir können das erste Mal uns hier alleine bewegen in dem Game. Ihr seht, es hat wieder diese unfassbar schöne Pixeloptik, die ich so liebe bei einem RPG-Maker-Spiel. Und wir sind in Antigua Bay Ferry Terminal.
im Terminal und können mit ganz vielen Leuten nicht reden. Schade. Dann gehen wir direkt mal nach vorne. Wie rede ich denn? Eigentlich immer mit Z. Diesmal aber anscheinend nicht. Hello? Welche Taste kannst du denn sonst noch geben? Also mit X mache ich tatsächlich das hier auf, was auch schon mal ganz gut ist. Ah, nee, aber mit Enter muss ich auf jeden Fall was machen, weil sonst hätte ich das da gerade vorne nicht gesehen. Ah, the bearings? I've been waiting for you. Ah, die I'm Barons. Stevie Small, the tour conductor. I'll be your guide for this tour. Ich habe auf euch gewartet. Ich bin Stevie Small, der Tour-Spezi hier. Ich werde Sie diese Reise hier begleiten. Thanks. Danke. Now that you two are here, all the attendees are present. Please come aboard. We'll be leaving in roughly 30 Jetzt, wo ihr minutes. beide auch hier seid, sind alle Teilnehmer da. Also kommt bitte an Bord. Wir werden in ungefähr 30 Minuten ablegen. Auf geht's. Sehr schön. Jetzt sieht es übrigens doch aus wie kein Horror-Game, aber The Crooked Man hat genauso angefangen. Und The Crooked Man war eins der geilsten Horror-Games, die ich je What a gespielt habe. ship! The 5-hour trip to the island should go by in no time. Wow, was für ein Schiff. Dieser 5-Stunden-Trip zu der Insel wird in 0, nichts um sein. I'm going to go introduce myself to the others. What about you? Ich werde mich vor den anderen vorstellen. Was mit dir? I'll head out later. You going ahead. Ich werde später rauskommen. Du gehst schon mal vor. Alright. Okay. Merkt sie gar nicht, er gar nicht, dass er irgendwie doof ist? So? Ein bisschen Brandy. Alright. Ein Kühlschrank mit ein paar Drinks und Eis. Hier haben wir unsere Tasche noch. Ein paar Regale. Und Doppelbett. Ein Badezimmer. So, jetzt können wir hier rausgehen. Oh, ich glaube, wir haben gerade den Don't umgerannt. just swing the door open like that. Be more careful. Schmeiß die Tür einfach nicht so auf. Pass ein bisschen auf, Mann. Try looking where you're going before you start yelling at people, young lady. Vielleicht solltest du erstmal gucken, wo du hinläufst, bevor du irgendwelche Leute anschreist, junge Dame. Maybe you should look where you're going yourself, old man. Vielleicht solltest du mal gucken, wo du hinläufst, du alter Mann. Nasty tongue on you, huh? Ganz schön frech, was? You bet. I was born with it. Kannst drauf wetten. Damit wurde ich geboren. Hey now, Sophie, what are you doing? Was machst du? This guy almost swung the door right into my face, Papa. Dieser Typ hat fast die Tür in mein Gesicht geschlagen, Papa. You said something rude to him, didn't you? Du hast irgendwas Come Fieses now, gesagt, apologize. oder? Komm schon. Entschuldige But dich. Papa. Papa. Sophie? Sophie. I'm sorry. I'll be more careful from now on. Es tut mir leid. Ich werde jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Old man. Alter Mann. Come on, Papa. Let's get some ice cream at the Komm lounge. schon, Papa. Lass uns ein bisschen Eiscreme holen von der Lounge. Alright. Er entschuldigt sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal. My apologies for that. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Is she your daughter? Ist sie Ihre Tochter? Yes, she's my one and only precious. Meine einzig wahre, meine einzige Tochter. Full of energy, that's for sure. Voller Energie auf jeden Fall, wie ich sehe. Oh yes, she's very excited for the trip today. I'm glad we could go. Oh ja, sie ist sehr aufgeregt für den Trip heute. Ich freue mich, dass wir gehen konnten. Excitement is one thing, but you should try to get her to stop yelling at people over a little near collision. If she talked to the wrong guy, it could be trouble. Aufgeregt sein ist eine Sache, aber du solltest sie dazu bringen, dass sie aufhört, Leute anzuschreien, obwohl noch nicht mal irgendwas passiert ist. Wenn sie so mit dem falschen Typen redet, dann könnte sie bald in Gefahr sein. You're very right, but I think it's much better than keeping all her dissatisfaction to herself. Ja, da hast du recht, aber ich denke, es ist immer noch besser, als dass sie das alles in sich selbst reinfrisst. I'm Richard Grundler. That was my daughter, Sophie. Glad to Ich meet bin you. Richard Grundler, das war meine Tochter Sophie. Freut mich, dich Keith kennenzulernen. Barry. Keith Did Barry. you come alone? Bist du allein gekommen? No, with my Nein, mit wife. meiner Frau. Oh, wonderful. I hope we both have a great trip. Well, Wunderschön. excuse me. Ich hoffe, wir beide haben einen wunderschönen Trip. Entschuldigen Sie mich. Alright. Der muss jetzt erstmal ein bisschen Eiscreme essen. Freunde, das war ein kleiner Einblick erstmal jetzt in Boogie Man. Wie eben schon erwähnt, hat es jetzt noch nicht so diese Allüren von Horrorelementen, aber es ist ein Auftakt in die RPG-Maker-Welt und ich bin sehr gespannt, wo uns dieser ganze Trip hier hinführen wird. Täglich werde ich jetzt versuchen, euch dann hier jetzt ein Part rauszuhauen, auch gerade von hier. Ich hoffe, das funktioniert alles mit dem Schneiden. Wenn ihr diesen Part jetzt gerade noch seht, in dieser Nacht, dann hat alles funktioniert und wir sehen uns morgen direkt wieder. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, kann ich euch noch die RPG-Maker-Spiele hier
Empfehlen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das wär's für heute. Euer Brain. Tüdelü mit Ü.